Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität, ich darf Sie heute wieder ganz, ganz herzlich begrüßen zu unseren KI-Lectures. Für die KI-Lectures ging das letzte Jahr mit einer fulminanten Veranstaltung zu Ende, mit einem Sonderformat. Professor Martin Wirsing hat mit zwei Philosophinnen und einem Philosophen, mit Frau Batalha, Frau Kuckertz und mit Herrn Kreger gesprochen über die ethischen Fragen der künstlichen Intelligenz. Und das neue Jahr 2022 beginnt ebenso mit einer fulminanten Vorlesung. Und für diese Vorlesung haben wir gewinnen können Herrn Professor Dr. Daniel Grün. Er steht neben mir und auch Sie begrüße ich ganz herzlich. Ja, damit sind wir im neuen Jahr angekommen und ich darf Ihnen an dieser Stelle vielleicht auch noch ein wirklich gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, Sie sind gut in dieses neue Jahr gekommen und vor allem wünsche ich Ihnen Gesundheit. Diesen Wunsch meine ich tatsächlich sehr, sehr ernst in diesen Zeiten. Apropos Gesundheit, Sie kennen das, das gehört zu meinen obligatorischen Hinweisen. Wir wollen hier alle gesund bleiben und deswegen findet diese Veranstaltung unter den höchsten Hygienestandards statt, die wir in der Tat umsetzen können. Wir sind alle geimpft bzw. auch geboostert. Unsere Impfnachweise sind kontrolliert. Wir lüften hier permanent. Alle hier im Studio tragen Maske im Umgang miteinander. Wir achten auf den Abstand. Nur Professor Grün und ich, wir sind von der Maskenpflicht befreit. Solange wir mit Ihnen hier in die Kamera sprechen, aber auch sonst tragen wir Maske. Bevor ich Ihnen Herrn Professor Grün ein bisschen näher vorstelle, möchte ich Ihnen noch ein paar organisatorische Hinweise geben und auch noch mal die Idee dieser KI-Lectures in Erinnerung rufen. Ja, wir haben auch heute wieder ein großes Publikum versammelt. Wir haben weit über 300 Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise jetzt vor ihren Bildschirmen Zuseherinnen und Zuseher versammelt. Könnten wir nur an der Universität in einem Hörsaal sein, hätten wir einen großen Hörsaal gebraucht und er wäre sehr, sehr gut gefüllt gewesen. Aber ich freue mich, dass wir Sie auch mit diesem Medium, mit Zoom hier in der Tat versammeln können. Sie wissen das, wenn Sie diese Vorlesungsreihe schon länger verfolgt haben. Sie sind für uns leider weder zu hören noch zu sehen, aber wir können interagieren, wir können uns austauschen und Sie sind auch aufgefordert, Ihre Fragen dann im Anschluss an die Vorlesung von Herrn Professor Grün zu stellen. Das können Sie machen mit der Funktion Fragen und Antworten. Die sehen Sie auf Ihrem Bildschirm hier in der unteren Leiste. Diese Fragen werden dann vom Team an uns übermittelt und ich gebe sie dann an Herrn Professor Grün weiter. Ich möchte gleich dazu sagen und Sie um Ihr Verständnis bitten, dass wir, wenn wir sehr viele Fragen bekommen, vielleicht in der Zeit, die wir haben, nicht alle beantworten können. Bitte haben Sie dafür einfach Verständnis. Ja, ich habe Ihnen gesagt, auch diese Vorlesung, wir kehren jetzt wieder in den regulären Lauf zurück, ist dennoch auch etwas Besonderes. Wir haben etwas Besonderes eingebaut, ein Moment von Interaktivität. Professor Grün wird Ihnen zwei Fragen stellen, die Sie dann tatsächlich online beantworten können. Das ist natürlich interessant für ihn, für das, was er vorträgt. Es ist aber auch interessant ganz grundsätzlich für die Vermittlungsbedingungen, die wir mit diesem Format haben. Wir haben schon in der Vergangenheit daran gedacht, ob wir so etwas nicht realisieren konnten. Das ist technisch extrem schwierig und wir haben jetzt die Voraussetzungen und wollen das einfach mal ausprobieren, auch um zu sehen, wie wir dieses Instrument in Zukunft nutzen können. Also passen Sie gut auf, wenn dann die beiden Fragen kommen, ob Sie sie dann auch richtig beantworten können. Ja, zu den KI-Lectures. Ich habe es mehrfach erwähnt und will es auch heute erwähnen. Geplant war diese Vorlesung tatsächlich ursprünglich durchaus als eine große Präsenzveranstaltung. Und ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir jetzt im zweiten Corona-Winter so schwierige Bedingungen vorfinden. Aber sie sind schwierig, aber wir können mit diesen Bedingungen auch umgehen. Und was zunächst aus der Not heraus geboren war, entwickelt sich doch. Und das sehen wir jetzt auch in diesem Wintersemester, auch mit den
vergangenen 5 Veranstaltungen, da sehen wir, dass es sich zu einem wirklich sehr erfolgreichen und auch sehr konstruktiven Format entwickelt. Das liegt übrigens auch an Ihnen, an den Zuseherinnen und Zusehern, an Ihrer Beteiligung, an Ihren Fragen, aber vor allem auch an Ihrem Feedback. Deswegen ist das Feedback so wichtig und deswegen möchte ich auch jetzt schon auf die Möglichkeit hinweisen. Am Ende der Vorlesung finden Sie den entsprechenden Link, mit dem Sie dann sich zu diesem Feedbackbogen durchklicken können. Das ist in der Tat für uns sehr wichtig, auch für die Entwicklung. Bitte geben Sie doch uns Ihr Feedback. Nun, thematisch haben wir für diese Ringvorlesung in diesem Format nach den Corona-Lectures im letzten Wintersemester auch dieses Jahr ein Thema gesucht, das Bedingungen erfüllen sollte. Es sollte ein Thema sein, mit dem wir die Volluniversität, und als eine solche versteht sich gerade die Ludwig-Maximilians-Universität München im deutschsprachigen Raum in ganz besonderer Weise, mit dem wir Ihnen die Volluniversität in repräsentativen Ausschnitten präsentieren können. Und es sollte natürlich auch ein Thema sein, das ein aktuelles Forschungsthema ist, ein dynamisches Forschungsthema, ein Thema, das auch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hat. Und so sind wir in diesem Semester auf das Thema künstliche Intelligenz gekommen. Wir haben uns ja auch explizit dafür entschieden, die deutsche Abkürzung KI tatsächlich beizubehalten. Und was für ein interessantes, spannendes Thema ist, das haben schon 5 Vorlesungen bzw. Veranstaltungen bewiesen. Und es werden noch 3 Veranstaltungen beweisen, beginnend mit der heutigen Veranstaltung von Professor Grün und dann nochmals jeweils im 14-Tage-Rhythmus in diesem Wintersemester an den entsprechenden Dienstagen jeweils um 18 Uhr. Falls Sie Vorlesungen bislang verpasst haben, Sie haben die Möglichkeit, das nachzuholen über den YouTube-Channel der LMU. Da können Sie diese Vorlesungen anschauen. Aber ich sage immer dazu, live ist live. Bei YouTube können Sie nicht mitdiskutieren, aber heute, wenn Sie live mit dabei sind, können Sie mitdiskutieren und nutzen Sie diese Chance. Ja, und dann darf ich Ihnen unseren heutigen Referenten vorstellen, Herrn Professor Dr. Daniel Grün. Und ich bin wirklich froh und sehr, sehr glücklich, dass wir Sie gewinnen konnten. Und es ist ein unglaubliches Thema. Und ich muss Ihnen, bevor ich Sie vorstelle, ein Geständnis machen. Als ich mir diese Daten angeguckt habe, ich verstehe nicht ganz, was die einzelnen Begriffe bedeuten. Aber vielleicht hängt es auch mit meiner Mediensozialisation zusammen. Auch vielleicht mit meiner, wenn ich das sagen darf, mit meiner Science-Fiction-Erfahrung. Aber jeder dieser Begriffe spornt meine Fantasie auf unglaubliche Weise an und macht mich unglaublich neugierig auf Sie und auf Ihren Vortrag. Und ich freue mich so sehr, dass wir Sie jetzt in dieser Vorlesungsreihe haben. Ja, Professor Dr. Daniel Grün ist Inhaber des Lehrstuhls für Astrophysik, Kosmologie und künstliche Intelligenz an der Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität. Herr Grün hat auch an der LMU studiert und promoviert. Das heißt, Sie sind über große Umwege auch an die Ludwig-Maximilians-Universität zurückgekommen. Finde ich übrigens eine tolle Idee, habe ich genauso gemacht. Es lohnt sich, an die LMU zurückzukehren. Aber zu Ihren Umwegen. 2015 beispielsweise erhielt er ein Einstein-Fellowship der NASA, um als Postdoktorand an der Stanford University an kosmologischen Durchmusterungen zu arbeiten, während er gleichzeitig die Arbeitsgruppe Dark Energy Survey Weak Gravitational Lensing leitete. Im Jahr 2019 nahm er ein Panofsky-Stipendium und auch eine Position als Nachwuchsgruppenleiter am SLAC National Accelerator Laboratory und am Stanford Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology an. Sein Wechsel, und das will ich noch mal ausdrücklich betonen, im Jahr 2021, also im letzten Jahr nach München und damit an die Ludwig-Maximilians-Universität, wurde im Rahmen der Hightech-Agenda Bayern durch den Bayerischen Freistaat gefördert, der diesen Lehrstuhl an der LMU oder der die Voraussetzung geschaffen hat, dass wir diesen Lehrstuhl an der LMU einrichten konnten. In seiner Forschung beschäftigt sich Herr Professor Grün insbesondere mit
extragalaktischen Surveys, Kosmologie, dem Gravitationslinseneffekt und natürlich künstlicher Intelligenz. Und jetzt bin ich natürlich unglaublich gespannt, was es auf sich hat mit dem Universum im Maschinenhirn, künstliche Intelligenz in der Kosmologie. Professor Grün, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Professor Jaraus. Ich bedanke mich für die wunderbare Einführung und möchte auch betonen, wie sehr ich mich freue, nicht nur die Vorstellungskraft von Professor Jaraus, sondern auch die Vorstellungskraft von Ihnen zu Hause heute anzuregen mit dem Gedanken, dass die nächste große Einsicht in die Naturgesetze, die unser Universum als Ganzes regieren, womöglich gar nicht möglich wäre ohne künstliche Intelligenz. Das ist das Forschungsgebiet, das mein Zentrum in der Arbeit darstellt und für das ich hier an die LMU zurückgekehrt bin vor einem halben Jahr. Darüber soll es also heute gehen. Aber als erstes möchte ich Sie ein bisschen mitnehmen auf die Skala der Kosmologie und mit einem Vorurteil dabei aufräumen. Das Vorurteil lautet, dass das Universum unvorstellbar groß ist. Das kommt gar nicht mir richtig in den Kopf. Und das stimmt nicht. Das Universum ist vorstellbar groß. Und alles, was Sie brauchen, es sich vorzustellen, ist eigentlich in diesem Bild hier enthalten. Dieses Bild zeigt den entferntesten Selfie der Menschheit, die Raumsonde Voyager 1. 13 Jahre nach ihrem Start, sie ist weggeflogen von der Erde, so schnell es ging, hat zurückgeschaut und ein Bild gemacht, in dem Sie einen kleinen blauen Punkt, einen kleinen blau-weißen Punkt hier sehen. Das ist unser Planet. Und Carl Sagan hat in seinem wunderbaren Text Pale Blue Dot das so poetisch bezeichnet, dass es wie ein Staubkorn aussieht und doch in diesem Staubkorn alles enthalten ist, alles Glück, alle Sorgen, die jemals ein Mensch hatte. Jetzt nehmen wir dieses poetische Bild mal ernst. Machen wir ein Modell, in dem unser ganzer Planet, den wir uns vielleicht gerade noch vorstellen können, Sie können sich ein Flugticket buchen und nach Australien fliegen, aber nehmen Sie Ihren 2G-Ausweis mit, in dem dieser Planet so groß ist wie ein Staubkorn. Und zwar ein sehr kleines Staubkorn, so eins vielleicht, wie Sie, wenn Sie einen Stein mit Ihrer Flex ansägen, in die Luft blasen. Und wenn wir dann in diesem Modell, in diesem Maßstab bleiben, dann passt unser ganzes Sonnensystem ungefähr in die Größe eines Menschen. Hier sehen Sie eine Skizze links unseres Sonnensystems mit dieser Voyager-Sonde, wo sie inzwischen ist, nämlich außerhalb unseres Sonnensystems. Und diese Größe ist dann etwa so groß wie ein Mensch. Wenn wir den nächsten Schritt heraustreten, die nächste große Struktur im Universum anschauen, nämlich eine Galaxie, hier unsere Nachbargalaxie Triangulum, aufgenommen mit dem Observatorium der LMU auf dem Wendelstein, dann ist das etwa entsprechend der Größe unseres Planets im Modell, des Planeten Erde. Wenn Sie einen weiteren Schritt raustreten, und jetzt wird es langsam kosmologisch interessant, dann sehen Sie hier links einen Galaxienhaufen. Das sind Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Galaxien. Jeder dieser gelben Flecken sind Milliarden von Sternen, so groß wie unsere Sonne. Und dieses Objekt ist jetzt ungefähr so groß wie der Abstand vom Mond zur Erde. Hier gesehen von der Apollo-Mission 8, die vom Mond aus die Erde aufgenommen hat. Und wenn Sie noch einen Schritt weiter rausgehen, das ganze beobachtbare Universum sich anschauen in der Realität, dann entspricht das im Modell etwa der Größe, etwa der Entfernung, die die Voyager-Raumsonden inzwischen von uns haben. Es ist also tatsächlich nicht so, dass das Universum unvorstellbar groß ist, sondern wenn wir uns die Erde als Staubkorn vorstellen können, wie in dem Text von Carl Sagan, dann ist das beobachtbare Universum etwa so groß wie die weiteste Strecke, die eine menschengemachte Raumsonde bislang hat zurücklegen können. Wenn Sie es nicht vorstellen können, nehmen Sie sich ein Flugticket nach Australien und kaufen sich dort eine Flex. Aber wenn wir auf dieser Skala das Universum untersuchen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Es gibt ganz wenige Aspekte, die wir erklären können müssen. Und die erste hat zu tun mit der Größe des Universums. Warum hat das Universum überhaupt eine Größe? Hört es irgendwo auf und was kommt danach? Diese Frage könnte man sich stellen. Das ist vielleicht die falsche Art, über das Universum nachzudenken. Denken Sie lieber anders drüber nach. Im Moment ist es so, dass das Universum sich ausdehnt, in alle Richtungen, wie ein Hefeteig.
Das heißt, früher war es kleiner. Vor einer Stunde war es noch kleiner, vor einer Milliarden Jahre war es kleiner und ganz früher war es sehr klein. Es ist ungefähr 14 Milliarden Jahre her, da war unser Universum eigentlich nur ein Punkt. Das heißt, das Universum hat ein endliches Alter, etwa 14 Milliarden Jahre. Und in diesem Universum mit dem endlichen Alter bewegt sich das Licht mit einer konstanten Geschwindigkeit. Das ist zum einen gut, wenn wir das Universum studieren wollen, denn aufgrund dieser Lichtgeschwindigkeit bedeutet es, wenn wir weit wegschauen, dann sehen wir das Universum, wie es vor langer Zeit war. Es bedeutet aber auch, dass in den 14 Milliarden Jahren das Licht nur endlich weit kommen konnte. Was weiter weg ist, können wir nicht sehen. Wir können nichts davon wissen, es hat keinen Einfluss auf uns, es ist gar nicht relevant für unsere Realität. Das ist also die Größe des beobachtbaren Universums. Die zweite Sache, die ich möchte, dass Sie aus diesem Graphen hier ablesen, ist, dass diese Ausdehnung für die meiste Zeit des Universums immer langsamer wurde. Und das ist vielleicht verständlich. Ja? Sie kennen die Schwerkraft, alles zieht alles an. Jede Galaxie zieht jede andere Galaxie an und wenn sie anfangs auseinanderfliegen, dann fliegen sie mit der Zeit langsamer auseinander. Auf dieselbe Weise, wenn Sie einen Apfel nehmen und Sie werfen den hoch, am Anfang fliegt er am schnellsten, dann wird er langsamer, irgendwann dreht er womöglich um und fällt Ihnen auf den Kopf. Runter kommen sie alle, würde man meinen. Unser Universum scheint sich aber nicht ganz an diese Weisheit zu halten, zumindest nicht immer in seiner Geschichte. Ganz am Anfang des Universums, hier in dieser grünen Zone, scheint es eine Periode gegeben haben, in der sich das Universum exponentiell ausgedehnt hat. Schneller und schneller und schneller. Und vielleicht noch seltsamer ist es so, dass wir wieder in so eine Phase im Moment kommen, in dem das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Wir verstehen nicht, warum es das tut, aber wir geben diesem Grund, den wir nicht kennen, einen Namen. Und dieser Name ist dunkle Energie. Die Geschichte des Universums kann man alternativ erklären, statt durch seine Größenausdehnung, durch die Strukturen, die in ihm entstehen. Ganz am Anfang des Universums waren diese Strukturen nur zufällige Fluktuationen von Quanten. Die haben sich mit der Zeit entwickelt in alle Strukturen, die es im Universum gibt. Galaxien, Galaxienhaufen, Sie und ich, wir sind ein Ergebnis dieses Prozesses. Und auf den großen Skalen ist dieser Prozess eigentlich nur durch die Gravitation beeinflusst. Die Gravitation bringt Materie zusammen. Sie sorgt dafür, dass Struktur mit der Zeit wächst, dass Galaxienhaufen über die Jahrmilliarden größer und größer werden. Das ist, was die Schwerkraft als einziges tun kann. Und an dieser Stelle hätte ich jetzt eine erste Frage für Sie, die ich normalerweise Masterstudenten im Studiengang Astrophysik stelle. Und diese Frage lautet, ja, was macht denn die dunkle Energie, die das Universum immer schneller auseinandertreibt? Was macht diese dunkle Energie mit der Strukturbildung? Macht sie diese Strukturbildung schneller oder macht sie diese Strukturbildung langsamer? Und auf Ihrem Bildschirm sollten Sie jetzt diese Frage sehen und beantworten können. Und dann schauen wir mal, was Ihre Meinung ist zum Einfluss der dunklen Energie auf all die wunderbaren Galaxien, die Sie im Universum sehen. Jetzt würde man, glaube ich, im Fernsehen sagen, die Abstimmung läuft. Die Abstimmung läuft. Wir geben Ihnen dafür sicherlich eine Minute, dass Sie darüber mal nachdenken und dann den Knopf drücken können. Aber nehmen Sie sich ruhig die Zeit, die Sie dafür brauchen. Das ist tatsächlich eine ganz tiefgreifende Frage. Was macht dieses Naturgesetz, was macht diese Ausdehnung mit all den Objekten, all den Strukturen, die sich im Universum bilden? Wir müssen dazu sagen, die Abfrage ist leider anonym. Anonym, sonst könnten Sie natürlich hier eine Studienleistung geltend machen, aber auf diese Weise müssen Sie dann schon in die richtige Vorlesung kommen, wenn Sie das möchten. Jetzt schauen wir mal, hier kriegen wir erste Ergebnisse von unserem kosmologischen Notar. Ich glaube, hier wird gearbeitet. Ich kann Ihnen sagen, dass die Antwort in meiner letzten Vorlesung darauf uneindeutig war. Die Leute waren sich nicht einig. Wie sieht es denn hier aus? Also es ist uneindeutig. Es ist wirklich fast im höchsten Maße uneindeutig. Für die Antwort, sie beschleunigt sich, haben
50% unserer Hörerinnen und Hörer votiert. Und für die andere Antwort, sie verzögert sich, haben 48% votiert. Also fast könnte man sagen 50-50. Und es haben immerhin, also vielen herzlichen Dank, das ist wirklich ganz toll, dass Sie das gemacht haben, finde ich super, haben 166 Leute haben abgestimmt. Ja, wunderbar. Denken wir zusammen drüber nach. Die Schwerkraft, die eigentlich das Universum zusammenhalten sollte, die diese Ausdehnung des Universums langsamer machen sollte, diese Schwerkraft bildet Strukturen und Objekte. Und die dunkle Energie wirkt der Schwerkraft jetzt entgegen. Sie reißt das Universum auseinander und dabei sorgt sie auch dafür, dass Strukturen nicht mehr so gut wachsen können, dass es schwieriger ist, damit Galaxien an einem Ort zusammenkommen. Die dunkle Energie verzögert also die Strukturbildung. Vielleicht sorgt sie dafür, dass irgendwann sie ganz aufhört, dass keine neuen Galaxienhaufen entstehen. Wenn wir Pech haben, weil wir ja nicht wissen, was die dunkle Energie eigentlich ist, sorgt sie sogar dafür, irgendwann existierende Strukturen auseinanderzureißen. Es geht also wirklich um die Zukunft von allem, was existiert im Universum, wenn wir versuchen zu verstehen, was diese dunkle Energie ist. Und wie können wir sie nun verstehen? Na eben, indem wir Strukturen im Universum uns anschauen und versuchen herauszufinden, wie sie sich mit der Zeit entwickeln. Ob sie wachsen, ob sie langsamer wachsen als gedacht. Das wird uns Aufschluss darüber geben, wann die dunkle Energie anfängt zu wirken und wie sie genau wirkt. Aber wie sehen wir diese Strukturen im Universum? Wir sehen sie ungefähr auf die Art, wie Sie die Welt sehen, wenn Sie durch den Boden Ihres Weinglases gucken. Ich lade Sie ein, aus Ihrem Küchenschrank ein Weinglas zu holen. Sie sollten es vielleicht noch nicht füllen, denn wir brauchen es für optische Experimente. Aber der schwache Gravitationslinseneffekt, den ich hauptsächlich in meiner Arbeit nutze, um Strukturen im Universum zu messen, ist im Prinzip dasselbe, was passiert, wenn Sie durch den Boden dieses Weinglases gucken. Sie sehen, wenn Sie durch den Boden dieses Weinglases gucken, den Hintergrund, zum Beispiel diesen roten Fleck hier, nicht so, wie er eigentlich ist, sondern Sie sehen ihn verzerrt. Sie sehen ihn in dieser Bananenform, in dieser elliptisch verzerrten Form. Und diese Verzerrung sagt Ihnen was darüber aus, wie der Boden Ihres Weinglases eigentlich geformt ist. Auf dieselbe Weise sehen wir die Bilder von weit entfernten Galaxien nicht so, wie sie eigentlich sind, sondern wir sehen diese Bilder verzerrt durch die Gravitationskraft von Objekten, die zwischen uns und ihnen stehen. Hier links ist ein Beispiel von einem Galaxienhaufen, den wir beobachtet haben mit dem Dark Energy Survey. Sie können das einzelnen Galaxien hier sehr klar sehen. Die sind genauso stark in die Länge gezogen, die Bilder, die wir sehen können, wie das Bild dieses Rotweinflecks. Es ist aber tatsächlich so, dass alle diese kleinen blauen Flecken hier entfernte Galaxien im Universum sind, deren Bilder nicht so sind, wie die Galaxien wirklich sind, sondern beeinflusst durch den Gravitationslinseneffekt aller Materie, auch der Materie, die wir sonst nicht sehen könnten, die zwischen uns und ihnen liegt. Und auf diese Weise können wir aus der Verzerrung, aus diesen Formen von Galaxien etwas ablesen über die Verteilung der Materie im Universum, die sonst für uns unsichtbar wäre. Es ist diese direkte Verbindung vom Bild zur Materie, die der Gravitationslinseneffekt uns ermöglicht und die motiviert, dass wir sehr gute und riesengroße Bilder vom Universum machen und auf diese Weise analysieren. Und aus diesen Untersuchungen und aus anderen Methoden, die aus anderen Blickwinkeln sie ergänzen, haben wir einiges gelernt und einiges nicht gelernt über das Universum. Was wir zum Beispiel nicht wissen, ist, was die dunkle Materie ist. Sie ist nötig dafür, dass sich überhaupt Galaxien und andere Strukturen im Universum bilden können. Aber wir wissen nicht, woraus sie besteht. Was wir aber wissen, ist, dass sie etwa 80% der gesamten Masse im Universum ausmacht und dass sie hauptsächlich durch ihre Schwerkraft auf Licht und Materie wirkt, sonst eigentlich ganz unsichtbar ist. Wir wissen nicht, was die dunkle Energie ist. Sie verursacht diese beschleunigte Ausdehnung des Universums in jüngster Zeit, aber der physikalische Mechanismus ist uns nicht klar. Ihre Wirkung ist aber beschrieben durch etwas, das wir in unsere Gleichung packen können, nämlich beschrieben dadurch, dass der ganze Raum gefüllt ist mit einer konstanten Dichte von Energie, die sich auch nicht verdünnt, wenn das Universum sich ausdehnt, sondern die immer gleich bleibt und die im Moment etwa 70% der gesamten Energie des Universums einnimmt. Wir wissen auch nicht, was diese inflationäre Ausdehnung ganz am Anfang des Universums verursacht hat,
Aber wir wissen, dass ohne eine solche Phase wir viele grundlegende Eigenschaften unseres Universums gar nicht erklären können. Das ist also die Zwickmühle, in der wir stecken. Wir haben eigentlich nur schematische Vorstellungen davon, was diese ganz grundlegenden Naturgesetze des Universums sind. Unsere Daten passen fast genau, würde ich sagen, zu diesen ganz schematischen Vorstellungen. Und um mehr herauszufinden, müssen wir deswegen ganz genau hingucken. Wir müssen Effekte finden, wo unsere Modelle eben nicht genau passen, die nur erklärbar sind, wenn wir die wahre Physik der dunklen Energie, der dunklen Materie verstehen. Und danach suchen wir Astronomen, so gut wir es nur können. Unser Glück ist, dass wir in einer Zeit leben, in der diese Suche möglich ist. Und die Suche ist möglich durch eine exponentielle Entwicklung. Braucht man heute niemandem mehr erklären. Aber die astronomischen Datenmengen wachsen in ihrer Quantität, aber noch zusätzlich in ihrer Qualität exponentiell an. Der Grund dafür ist eigentlich zweifaltig. Zum einen ist es so, dass unsere astronomischen Kameras Bauteile aus Silizium sind. Und Bauteile aus Silizium, wie Prozessoren in Ihrem Computer, werden etwa alle 2 Jahre doppelt so gut, doppelt so viel, doppelt so groß, doppelt so schnell. So ist es auch mit unseren Kameras. Ja, wir kommen auf einer Zeit, in der hier ein Direktor der Sternwarte sich Notizen in einem papierenden Handbuch gemacht hat über fotografische Platten, heute zu Kameras, die das 40-fache des Vollmonds auf einmal abbilden können mit einer unglaublichen Auflösung. Zugleich werden aber noch Teleskope ebenso immer besser. Die Entwicklung der optischen Bauelemente, die Justierung, die Kalibrationsmöglichkeiten verbessern sich auch jedes Jahr ein Stück. Daran arbeiten wir Astronomen und daran arbeiten Ingenieure Tag und Nacht. Und so sind wir von den leistungsfähigsten Teleskopen des 19. Jahrhunderts, eins davon steht bei uns an der Sternwarte in Bogenhausen, inzwischen gekommen zu Teleskopen, die viele Meter Durchmesser haben, die unglaublich viel Licht auf einmal einsammeln können. Und zusammen ermöglicht uns diese Entwicklung der Kameras und der Teleskope, dass wir in den nächsten 10 Jahren fast den ganzen Nachthimmel ablichten können in unglaublicher Tiefe und unglaublicher Auflösung, die uns ermöglicht, nahezu alle Galaxien, die es überhaupt gibt in unserem Universum, zu beobachten. Und dieses exponentielle Wachstum, das vielleicht sogar noch schneller ist als das Wachstum der Möglichkeiten von Computern, bedeutet, dass wir bessere Algorithmen brauchen, bessere Methoden, diese Daten auszuwerten. Wir müssen darin schneller werden, als es bislang möglich war, weil unsere Datenmenge so unglaublich schnell anwächst. Aber gleichzeitig müssen wir genauer werden in der Verarbeitung dieser Daten. Und die deutsche Sprache ist beim Wort genau nicht sehr genau. Es gibt 2 Arten von genau, die im Englischen unterschieden sind, die ich hier skizziert habe. Genau kann bedeuten, alle unsere Messungen liegen nah beieinander, aber sie sind trotzdem alle falsch. Das wäre eine Art von genau, die im Englischen precise genannt wird. Genau kann aber auch bedeuten, sie sind nicht nur nah beieinander, sondern sie sind auch am richtigen Punkt. Wir treffen auf unserem Dartfeld das Bullseye. Und das ist eine Art von genau, die wir Astronomen accurate nennen. Wir brauchen also Möglichkeiten, unsere Daten auszuwerten, die sowohl precise als auch accurate sind. Dabei müssen wir unglaublich komplizierte Systeme interpretieren. Diese Galaxienhaufen und diese Galaxien haben alle komplizierte Biografien. Keine 2 sind sich gleich. Und wir müssen aus diesen Objekten dann Schlüsse ziehen, die die ganze Information, die in unseren Daten drin sind, auch richtig nutzen. Dabei ist ein Problem, dass der einzelne Datensatz uns keine relevante Information liefert, keine eindeutige Antwort gibt. Die einzelne Galaxie, selbst 100, selbst 1000, selbst 1 Million, sagt uns nichts aus, verglichen mit der Kenntnis, die wir über das Universum schon haben. Sondern wir brauchen 100 Millionen oder 1 Milliarde oder sogar mehr Galaxien, die wir auswerten können, um neue, eindeutige Erkenntnisse über unser Universum zu gewinnen. Und diese Voraussetzungen, diese Anforderungen sind eigentlich nicht gut erfüllt durch Intelligenz, wie sie die Natur geschaffen hat. Unser menschliches Hirn ist nicht besonders gut darin, zum Beispiel akkurate Antworten zu geben, accurate Antworten zu geben, ohne sich von Vorurteilen lenken zu lassen. Unser menschliches Hirn ist auch nicht sehr gut darin,
sehr viele Datensätze gleichzeitig zu analysieren, um daraus einen gemeinsamen Schluss zu finden. Das sind keine Dinge, die die Evolution uns aufgeprägt hat als Menschen. Das Interessante an KI ist aber, dass wir nicht an diese evolutionären Bedingungen gekoppelt sind, sondern dass wir unsere Kriterien für den Erfolg selbst setzen können. Und deswegen können wir künstliche Intelligenz entwerfen, die genau diesen Anforderungen entspricht. Und das ist meines Erachtens der Schlüssel zu Erkenntnissen in der Kosmologie. Ich möchte es an einem Beispiel erläutern, das Sie vielleicht schon in vorigen Vorlesungen hier gehört haben. Das ist das Beispiel der Bilderkennung. Ein klassisches Problem für die künstliche Intelligenz ist die Aufgabe, welches dieser Bilder, die ich hier zusammengestellt habe, nun eine Katze zeigt und welches einen Hund. Das ist im Übrigen eine Aufgabe, der wir mit unserem menschlichen Hirn sehr gut gewachsen sind. Wir alle würden das ganz gut hinbekommen. Wir schauen uns jedes einzelne Bild an. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmefälle. Ich glaube, in diesem Bild hier oben ist sowohl ein Hund als auch eine Katze. Aber im Regelfall können wir ganz eindeutig entscheiden, um was es sich hier handelt. Das Ziel könnte also sein, möglichst viele Einzelbilder richtig zu kategorisieren. Am Ende haben wir einen Stapel von Hunden, einen Stapel von Katzen. Und wie wir das der künstlichen Intelligenz beibringen, ist durch eine Kostenfunktion, die genau das belohnt. Eine Kostenfunktion, die zum Beispiel davon ausgeht, dass eine Katze einer 0 entspricht und ein Hund einer 1 und die diesen Abstand zwischen den Antworten, die das Netzwerk aus diesen Bildern gewinnt, und den richtigen Antworten, die wir als Menschen geben würden, der diesen Abstand minimiert. Ja, das funktioniert inzwischen ganz gut. In der Astronomie sind wir eher in diesem Fall hier. Ja, wir haben zwar gute Teleskope und gute Kameras, aber das bedeutet, wir werden auch ehrgeiziger mit unseren Beobachtungen. Wir wollen uns lichtschwächere, entferntere, kleinere Galaxien anschauen. Und die Daten dieser Galaxien sind dann eben nicht eindeutig. Sie sind zu verwaschen, um aus dem einzelnen Datensatz wirklich etwas abzulesen. Ja, es sieht etwa so aus wie in diesem Bild hier. Es wäre uns Menschen nicht möglich und auch einer künstlichen Intelligenz nicht möglich, hier eindeutig zu schließen, ob wir in einem dieser verwaschenen Bilder nun eine Katze oder einen Hund sehen. Das Beste, was ein so trainiertes Netzwerk vielleicht machen kann, wenn ich das Netzwerk trainiert habe mit einer Mischung aus 50-50 Katzen und Hunden, ist zu sagen, naja, was ich hier sehe, könnte beides sein, ich antworte mal 0,5. Das wäre wahrscheinlich die beste Antwort, die einem eine künstliche Intelligenz, genauso wie ein Mensch, hier in diesem Bild geben könnte. Und in der Kosmologie ist das Problem sogar vielleicht eher so, wir haben noch viel, viel mehr von diesen Objekten. Hunderte Millionen, bald Milliarden von Galaxien. Und die Fragestellung ist eine rein statistische. Unser physikalisches Weltbild gibt uns eine Erwartung, und wir müssen diese Erwartung testen anhand der Daten, wo der einzelne Datensatz uns gar nichts sagt. Hier zum Beispiel könnte unser Modell, unsere Erwartung sein, dass es genau gleich viele Hunde wie Katzen auf diesen Bildern gibt. Und es läge an uns zu entscheiden, ob in diesem Bild denn tatsächlich genauso viele Hunde wie Katzen zu sehen sind. Sie merken, es ist eine andere statistische Fragestellung als in dem ersten Bild, wo wir aus dem einzelnen Bild entscheiden wollten, Hund oder Katze. Es ist eine andere Problemsetzung, ein anderes Ziel. Und in der Kosmologie ist das meines Erachtens der Kern. Die statistische Zielsetzung bestimmt, was die Architektur meiner künstlichen Intelligenz sein soll, wie ich meine künstliche Intelligenz zu trainieren habe, vor allem, was die Kostenfunktion dieser künstlichen Intelligenz ist, was es ist, dass meine Maschine versuchen soll zu optimieren. Es ist tatsächlich so, dass es eine große Diversität von solchen statistischen Anforderungen gibt in der Kosmologie. Es gibt alle möglichen statistischen Probleme. Und diese Diversität von verschiedenen statistischen Anforderungen hat dann auch eine hohe Diversität von Ansätzen künstlicher Intelligenz zur Folge. Die spannende Fragestellung ist immer, die richtige Architektur, die richtige Trainingsweise für mein Problem zu finden. Ich möchte Ihnen das erklären an zwei grundlegenden Kategorien, an zwei verschiedenen Ansätzen, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Der eine ist der sogenannte reduktionistische Ansatz und der andere der sogenannte generative Ansatz. Und ich möchte diese erläutern, auch an Projekten, die die Studenten hier an der LMU derzeit bearbeiten. Der reduktionistische Ansatz funktioniert schematisch etwa so.
Sie starten mit hochkomplexen Daten. Hier habe ich ein Bild genommen, Tausende von Pixeln, Hunderte von Galaxien. Und Sie verarbeiten diese komplexen Daten mit einer künstlichen Intelligenz, um eine komprimierte Information zu erhalten. Komprimierte Information könnte zum Beispiel sein, ja, wie viel Prozent der Energie im Universum ist denn nun in Form von dunkler Energie? Ein reales Beispiel einer solchen komprimierten Information ist, dass wir dieses Bild in der Kosmologie umsetzen in einen Katalog. Ja, wir vermessen all die Galaxien, die Sie links in dem Bild sehen, machen eine Liste. Jede Zeile enthält die Position und vielleicht die Entfernung und die Form. Denn die Form ist ja, was durch den Gravitationslinseneffekt verzerrt und beeinflusst wird. Das wäre also eine Reduktion der Information auf ein essentielleres Format, mit dem wir kosmologische Schlüsse ziehen können. Hier ist ein Beispiel für diesen reduktionistischen Ansatz im Gravitationslinseneffekt. Ich möchte Ihnen erstmal erläutern, was eigentlich die Herausforderung hier ist. Wenn Sie sich eine Galaxie vorstellen, die ursprünglich vielleicht etwa so aussieht, diese orangene Ellipse links hier, und wir betrachten diese Galaxie aber durch einen Galaxienhaufen, durch eine Massenverteilung im Vordergrund, die etwa so wirkt wie der gute alte Boden von Ihrem Weinglas, dann sehen wir stattdessen eine verzerrte Version dieser Galaxie, eine in die Länge gezogene, tangential um diese Vordergrundmassenverteilung verzerrte Galaxie. Die Größenordnung dieses Effekts ist immer ein bisschen anders wie bei Ihrem Weinglas, nämlich ist dieser Effekt sehr, sehr klein. Intrinsisch gesehen haben Galaxien schon eine gewisse Elliptizität. Die sind von Haus aus nicht rund. Der Gravitationslinseneffekt ist aber nur ein kleiner Zusatz zu der intrinsischen Elliptizität. Etwa vielleicht ein Faktor 1:10 bis 1:30 verändert er nur diese intrinsische Elliptizität. Und diesen kleinen Effekt müssen wir unglaublich genau messen, weil wir ja 100 Millionen oder Milliarden von Galaxien haben, die wir vermessen können, müssen wir accurate sein, müssen wir die richtige Antwort auf 1% genau treffen, damit wir überhaupt die Daten, die wir sammeln, richtig nutzen können. Jetzt könnte man sagen, ja, ist doch kein Problem, misst doch einfach deine Elliptizität und gut ist. Aber eine Komplexität ist, dass Galaxien nicht allein am Himmel sind, sondern bei diesen wunderbar tiefen Aufnahmen, die wir inzwischen machen können mit Teleskopen, eigentlich jede Galaxie fast eine andere Galaxie am Himmel überlappt. Sie sehen das hier links in der Skizze. Ich habe hier eine zweite, etwas größere Galaxie daneben gemalt. Sie sehen das auch hier unten im Bild. Viele dieser gelben Objekte, die Sie hier sehen, alle diese Objekte sind Galaxien, sind nicht wirklich perfekt isoliert. Entweder liegen sie hier in diesem Halo eines Sterns, unserer eigenen Milchstraße, oder sie überlappen miteinander. Und das Problem ist, wenn sich diese Galaxien überlappen, ist es nicht mehr so eindeutig, wie man überhaupt die Form einer Galaxie messen kann. Das führt, das wissen wir aus Simulationen, zu einem systematischen Messfehler, zu einem inaccurate measurement. Unsere Antwort, was den Gravitationslinseneffekt ausmacht, liegt daneben. Sie scheint zwar sehr genau, aber sie ist nicht richtig. Und dieses Problem müssen wir lösen. Jetzt ist die Schwierigkeit, dass das eine unglaublich komplexe Problemstellung ist. Dieser systematische Fehler, den wir in der Messung machen, hängt von allem Möglichen ab. Hängt ab von der Position und der Form und der Farbe und der Größe und dem Lichtprofil der jeweiligen Galaxie und allen ihren Nachbargalaxien am Himmel. Und er hängt ab vom Abstand und von der relativen Orientierung und von der Tiefe der Aufnahme und ob der Mond die Nacht geschienen hat. Und für jede dieser Konfigurationen müssten wir eigentlich Bilder simulieren und schauen, wie gut ist nun unsere Messung, wie können wir die korrigieren. Das ist nicht möglich. So viel Computerzeit haben wir einfach nicht. Was meine Studentin Jamie McCulloch, die hier an der LMU im Moment und sonst in Stanford ihren PhD macht, woran sie derzeit arbeitet, ist, diesen Raum der Konfigurationen zu reduzieren. Statt all diese möglichen Konstellationen einzeln zu behandeln, mit einem Entscheidungsbaum wenige Kategorien
zu entwickeln, die wir unterscheiden und simulieren müssen. Und mit Hilfe dieser wenigen Kategorien wird das Problem erst greifbar und wir können erst dann unsere Messungen mit Hilfe von überschaubar vielen Simulationen kalibrieren. Ich möchte Ihnen einen grundlegend anderen Ansatz zeigen, den generativen Ansatz zur künstlichen Intelligenz. Und hier ist eine Animation von einem Kollegen aus Australien, der das wunderbar zeigt. Eine Art, sich das vorzustellen, ist ein Wettkampf aus zwei Maschinen. Eine Maschine ist hier unten dieser Generator, der Datensätze erzeugt. In dem Fall sind das Menschen, das könnten Galaxien, Haufen oder was auch immer sein. Und dieser Generator versucht, diese Datensätze einem Discriminator unterzujubeln. Einer zweiten Maschine, die versucht, diese künstlich erzeugten Daten zu unterscheiden von wahren Daten. Ja, es ist also dieser Wettstreit aus einem Generator und einer Maschine, die versucht, den Generator zu überführen. Das ist eine Möglichkeit, so eine generative künstliche Intelligenz zu schaffen. Was hat man damit eigentlich geschaffen? Letztendlich bildet sich der Generator mit der Zeit eine Vorstellung davon, wie dieser Raum der Objekte, die er da generiert, aussieht. Hier ist das der Raum der Fahrzeuge. Ich glaube, das sind alles Autos, die Sie hier sehen. Die Fahrzeuge leben in einer bestimmten Ecke des Raumes aller möglichen Gegenstände. Und der Generator lernt, wie die Verteilung von Fahrzeugen ist, wie alle möglichen Fahrzeuge aussehen. Er baut also letztendlich sich ein Modell dafür, wie diese ziemlich komplexen Objekte, die wir nicht mit Papier und Bleistift einfach beschreiben könnten, wie die ganze Verteilung dieser Objekte aussieht. Und eine mögliche Anwendung, die das dann hat, ist, wenn wir diesen Raum kennen, dann können wir neue solche Objekte erzeugen. Mit diesem Modell, das die Maschine sich gebildet hat, können wir sozusagen beliebig viele realistisch aussehende Autos in diesem Fall erzeugen. Das ist natürlich eine vielleicht sogar sehr besorgniserregende Möglichkeit, wenn man an die Überprüfbarkeit von Informationen denkt. Für uns Kosmologen ist es aber eine große Chance, denn eine unserer Schwierigkeiten ist, dass wir sehr, sehr komplexe Daten haben, sehr komplexe astrophysikalische Systeme, die an Beobachtungsdaten alle analytischen Vorstellungen sprengen. Mit so einem generativen Ansatz können wir aber aus einem kosmologischen Vorwissen und einem zufallsgenerierten Zahl beispielhafte solche Objekte generieren und mit unseren echten Daten vergleichen. Ich gebe Ihnen hierzu ein Beispiel von einem Studenten, der mir diese Bilder zur Verfügung gestellt hat. Da geht es um die Erzeugung von kosmischen Materiedichtefeldern. Letztendlich, was Sie hier rechts sehen, ist ein simuliertes Universum. Wo immer es dunkel ist, ist eine Menge Materie. Und was mein Student gemacht hat, ist, er hat einem Generator beigebracht, solche Universen zu erzeugen. Sie sehen in diesem Bild jetzt zwei verschiedene Datensätze. Ein Datensatz sind Universen, die sind simuliert worden im Computer. Das hat Millionen von Stunden von Rechenzeit gebraucht, um diese Materiefelder der Galaxienhaufen zu erzeugen. Und der andere Datensatz, den hat mein Student mit seinem Generator geschaffen. Das hat ungefähr 1 Sekunde gebraucht pro Würfel, den Sie hier sehen. Wir haben eine Umfrage dazu, um mal zu schauen, ob Sie unterscheiden können, welche dieser Daten echt sind, also wirklich simuliert nach physikalischen Gesetzen, und welche dieser Daten von der Maschine uns untergejubelt wurden. Und ich glaube, wir können die Umfrage jetzt wieder sehen zu Hause. Wir geben Ihnen wieder ein bisschen Zeit, schauen Sie es ruhig genau an. Sie sehen hier übrigens diese verschiedenen Würfel, weil mein Student und auch die Simulation das bei verschiedenen Altern des Universums gemacht hat. Also Sie sehen hier ein Stück weit auch, wie Struktur im Universum mit der Zeit anwächst. Sowohl in der Simulation, wo sie das aufgrund von physikalischen Gesetzen tut, als auch im Output der Maschine, die gelernt hat, wie sich Strukturen im Universum entwickeln. Wir schauen mal, wie die Abstimmungssituation aussieht. Wir geben Ihnen noch ein klein bisschen Zeit. Ja, also die Frage lautet, welche dieser kosmischen Dichtefelder sind von einer KI erzeugt? A oder B? Genau.
Es gibt dieses Arte-Magazin über Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland und das Karambolage. Da kommt dann am Ende, es gibt ein Indiz. Ne? Also ich kann nicht sagen, es gibt ein Indiz, aber mir geht es in der Sendung dann auch meistens so, dass ich mich frage, ja, das hilft mir jetzt auch nicht. Das Indiz ist klein. Ja, ich kann nur sagen, das Publikum hat sich jetzt auf völlig geheimnisvolle Weise abgesprochen. Tatsächlich. Wir haben dieselbe Verteilung wie zuvor. Also für die Variante A, also A ist von einer KI erzeugt, haben 48% gestimmt und für die Variante B 52%. Also können wir erfahren, wie viele Leute diesmal teilgenommen haben? 134 haben teilgenommen. Vielen herzlichen Dank. Wunderbar. Das hätte mein Student, wird es sicherlich sehr freuen, wenn ich ihm das morgen erzähle, dass Sie das nicht klar unterscheiden konnten. Ich könnte es auch nicht. Es ist tatsächlich so, dass Datensatz B in wenigen Sekunden von der künstlichen Intelligenz generiert wurde und Datensatz A mit viel Anstrengung von Computern in richtiger Physik simuliert. Sie müssen sehr genau hinschauen. Dann könnten Sie womöglich erkennen, oder wenn Sie statistische Analysen machen, könnten Sie zumindest erkennen, dass es manche Eigenschaften gibt, in denen sich diese beiden Datensätze wirklich gleichen, aber auch einige Eigenschaften gibt, die die künstliche Intelligenz hier noch nicht ganz richtig reproduziert. Und das ist am Ende die Herausforderung für generative Ansätze in der Kosmologie, dass sie zumindest in den Eigenschaften, die relevant sind für unsere Analysen, die Realität wirklich 1:1 widerspiegeln müssen. Das ist auch anders als bei generativen Ansätzen, die nur versuchen, irgendwelche Bilder zu fälschen. Ich möchte Ihnen zum Abschluss ein Forschungsprojekt vorstellen, das ein bisschen ein Hybrid ist aus diesen Ansätzen. Es wurde geleitet von meinem Studenten Justin Miles, der auch in Stanford und jetzt hier an der LMU diese Forschung betreibt. Und es geht dabei darum, Ordnung in diesen sehr diversen Galaxien-Zoo zu bringen. Ich habe Ihnen schon erzählt, keine zwei Galaxien sind gleich. Wir müssen aber Galaxien kategorisieren, um mit ihnen rechnen zu können. Wir können nicht mit 100 Millionen Galaxien unabhängig voneinander rechnen. Und was Justin Miles hier gemacht hat, ist, er hat letztlich ein generatives Modell gebaut. Das generative Modell hier ist eine sogenannte selbstorganisierende Karte. Ja? Diese zweidimensionale Karte ist sozusagen ein Wegweiser durch diesen hochkomplizierten Raum der Galaxien. Und jeder Ort auf dieser Karte entspricht einer gewissen Art von Galaxien, die sich zumindest in den Eigenschaften, die für uns relevant sind, ähneln. Ich habe zwei hier markiert. Hier oben finden Sie solche Galaxien, die alle so weißlich und diffus sind. Hier unten finden Sie Galaxien, die eher so eine bläuliche Farbe haben und ziemlich kompakt sind. Also aus diesen vielen Eigenschaften, die so eine Galaxie hat, haben wir diese einfache Kategorisierung in Pixel auf einer Karte gemacht. Und in einem zweiten Schritt reduziert Justin Miles dann die Information auf alles, was wir benötigen für den Gravitationslinseneffekt. Wenn wir den messen, müssen wir wissen, was ist eigentlich die Entfernung dieser Menge von Galaxien, die wir beobachtet haben. Und das ist aus diesem generativen Modell dann mit den statistisch richtigen Methoden zu erzeugen. Und dieser Ansatz, der die Entfernungen von 100 Millionen Galaxien besser gemessen hat, als das bisher möglich war und so eine ganz genaue Messung des Gravitationslinseneffekts ermöglicht hat, hat uns ermöglicht, den allerletzten Datenpunkt auf diesen Graphen hier zu setzen. Was ich Ihnen hier zeige, sind die letzten Messungen des Strukturgehalts des heutigen Universums. Die Frage lautet, wie viel Struktur ist im Universum heute eigentlich enthalten? Wir haben für diesen Strukturgehalt eine Erwartung, hier in Grau, die folgt aus unserem Modell und aus Beobachtungen des ganz jungen Universums. Wir haben eine Erwartung, wenn alle Naturgesetze so sind, wie wir in Ermangelung von Alternativen glauben, dann müsste so viel Struktur nun heute im Universum vorhanden sein.
Und all diese farbigen Datenpunkte sind Messungen des Gravitationslinseneffektes. Die allerletzten beiden roten hier mit den Methoden, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, die zeigen, naja, vielleicht gibt es etwas weniger Struktur im heutigen Universum, als wir erwartet haben. Ja, die Signifikanz dieser Aussage ist noch nicht so groß. Das bedeutet, wir brauchen bessere Daten, wir brauchen bessere Methoden. Aber so eine Erkenntnis, wenn sie sich erhärtet, könnte darauf hinweisen, dass unsere jetzt angenommenen physikalischen Gesetze eben nicht ganz stimmen. Und damit möchte ich zu einer Zusammenfassung kommen. Ich habe Ihnen heute davon erzählt, wie Kosmologen in großen und immer größeren Datensätzen nach kleinen, vielleicht winzigen Signalen suchen, die uns Aufschluss geben über die wahre Natur der dunklen Energie und der anderen Bestandteile des Universums, die wir im Moment nicht verstehen. Künstliche Intelligenz kann dabei ein Schlüssel sein. Sie muss aber zur Statistik des Problems passen. Die Statistik des Problems ist oft, dass wir aus vielen individuellen, ungenauen Daten eine ganz genaue Schätzung machen müssen und dass wir Modelle bilden müssen für hochkomplexe Objekte und Beobachtungsdaten, die vielleicht nur eine Maschine wirklich abbilden kann. Wir arbeiten weiter daran und hoffen, dass mit diesen Ansätzen wir aus den Daten, die Teleskopen in den nächsten Jahren sammeln, wirklich neue Erkenntnisse über die grundlegenden Naturgesetze unseres Universums gewinnen können. Vielen Dank. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Professor Grün, für diesen wirklich unglaublich tollen, spannenden Vortrag. Während wir hier im Studio sind, ist es draußen dunkel geworden. Ich bin Geisteswissenschaftler. Ich kenne mich mit Kants Ästhetik einigermaßen aus. Wenn ich rausgehe, dann nach unserer Veranstaltung und blicke in den Nachthimmel, vorausgesetzt es ist nicht bewölkt, hätte ich diesen gestirnten Himmel, wie Kant sagt, über mir gesehen und vielleicht ein Gefühl von Erhabenheit entwickelt. Aber nach Ihrem Vortrag ist mir das nicht mehr so einfach möglich. Dieser unglaubliche Himmel ist für Sie ja ein gigantischer Datenraum, den Sie tatsächlich in der Tat bearbeiten. Ja, als Sie Ihre Vorlesung begonnen haben, habe ich mich gewundert, weil schon wenige Sekunden danach kam die erste Frage. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ging aber schnell. Aber es war tatsächlich keine Frage. Es betraf eher unsere Vorlesung oder Vorlesungsreihe insgesamt. Und wenn Sie gestatten, würde ich das ganz gerne vorziehen. Und das ist auch ganz lieb formuliert. Jemand schreibt uns: Hallo liebes Team, ist eigentlich geplant, wenn die Pandemie vorbei ist, die Ringvorlesungen und auch andere Vorträge weiterhin per Zoom zu übertragen? Ich zum Beispiel kann kaum nach dem Büroalltag in einen Hörsaal kommen. Vor dem Rechner zu Hause möchte ich aber gerne weiter dabei sein. Und dann hat sie noch dazu geschrieben, viele Grüße und bleibt gesund. Also vielen herzlichen Dank. Ja, es gibt sehr, sehr viele Leute, die möchten ganz gerne in die Universität kommen. Die möchten in den Hörsaal kommen, die möchten Universität live erleben. Deswegen ist eine Ringvorlesung in unserem Verständnis auch eine Präsenzveranstaltung. Aber, das habe ich schon öfter gesagt und will das auch gerne wiederholen, und wir haben auch vorhin darüber gesprochen, wir werden nach der Pandemie nicht einfach zurückkehren können in einen Zustand vor der Pandemie. Da hat sich zu viel getan, wir haben zu viel erfahren, aber wir haben auch zu viel gelernt, als dass wir das alles wieder tilgen könnten. Was wir tatsächlich planen, das ist unsere feste Idee, in Zukunft, wie man sagt, hybride zu verfahren. Das heißt, es wird eine Veranstaltung geben im Hörsaal, aber diese Veranstaltung wird gleichzeitig mit einem Format, das jetzt mit dem hier zu vergleichen ist, auch tatsächlich live übertragen. Ich habe gesagt, wir lernen sehr viel über die Erreichbarkeit unserer Publika. Wir wollen unser Publikum in der Universität erreichen und wir wollen unser Publikum außerhalb der Universität erreichen. Das ist die Planung, zumindest für die Ringvorlesung. Für die kann ich jetzt momentan sprechen. Was dann tatsächlich kommt, wie wir das realisieren werden, das kann ich heute noch nicht sagen, aber das ist in der Tat die Idee. Es ist ja auch die Rede von anderen Vorträgen. Unsere Universität ist groß. Da werden viele Kolleginnen und Kollegen, da werden viele Fächer und viele Fakultäten ganz, ganz unterschiedliche Modelle verwirklichen. Aber ich glaube, die Ringvorlesung kann vielleicht auch so etwas wie eine Richtung vorgeben. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich konnte Ihre Frage hiermit beantworten, sozusagen fürs Protokoll. Das ist eine wichtige Frage und vielen Dank, dass ich das darstellen konnte. Ja, dann können wir zu unseren Fragen, unseren Fachfragen
in der Tat übergehen. Seit Kopernikus wissen wir ja, dass wir nicht die privilegierte Stellung hier auf der Erde im All haben, sondern vielleicht eine eher unterprivilegierte Stellung irgendwo im All. Sie beobachten jetzt vieles von der Erde aus. Sie haben allerdings auch von der Voyager-Sonde gesprochen. Es gibt Raumstationen. Es gibt dann Teleskope nicht nur auf der Erde, sondern auch im All. Welche Rolle spielt denn der Beobachtungsposten? Eine ganz herausragende Rolle, denn was wir tun wollen, ist, wir wollen möglichst viele verschiedene komplementäre Informationen über das Universum sammeln. Und manche davon können wir tatsächlich am besten auf der Erde sammeln. Auf der Erde können wir am leichtesten ein sehr großes Teleskop bauen, das sehr viel Licht in der Lage ist einzusammeln. Wir könnten aber auf der Erde zum Beispiel überhaupt nicht ultraviolette Strahlung aufsammeln. Wir haben zum Glück ja die Ozonschicht und die Atmosphäre, die absorbiert. Wir können auf der Erde auch nicht zum Beispiel Röntgenstrahlung von Objekten im Universum einsammeln. Denn die werden auch in unserer Atmosphäre absorbiert. Das heißt, wir brauchen diese Kombination. Wir brauchen verschiedene Datensätze, die die Vorteile des Weltraums und die Vorteile des erdgebundenen Beobachtungsorts nutzen. Und wir möchten diese verschiedenen Datensätze dann kombinieren. Das ist auch in der Kosmologie so. Die nächsten 2 großen kosmologischen Experimente, das ist zum einen das Vera Rubin Observatory in Chile auf einem Berg, ein riesengroßes Teleskop mit einer riesengroßen Kamera, das das Universum unglaublich tief über fast den ganzen Himmel, den man von Chile aus sehen kann, abbilden wird. Und der europäische Satellit Euclid wird ein kleineres Teleskop, aber er hat die bessere Auflösung, weil es ein Satellit im Weltall ist, der nicht mit der Atmosphäre als Störfaktor zu kämpfen hat. Und zusammen sind diese 2 Arten, das Universum anzuschauen, unglaublich nützlich in ihrer Fähigkeit, uns neue Erkenntnisse zu liefern. Eine Frage geht in eine ganz ähnliche Richtung. Welche Rolle spielt das James-Webb-Teleskop für Ihre Forschung? Das James-Webb-Teleskop hat wieder eine etwas andere Zielsetzung. Das James-Webb-Teleskop ist sozusagen das größte, beste Infrarotteleskop. Das schaut sich nicht sichtbares, sondern etwas röteres Licht an, das wir überhaupt bauen und ins Weltall schießen können. Ein fantastisches Instrument, das unglaublich optimiert darauf ist, lichtschwache und kleine Objekte, die im Infrarotlicht leuchten, zu beobachten. Das sind zum Beispiel sehr weit entfernte Galaxien. Ganz am Anfang, als sich die ersten Galaxien im Universum gebildet haben, dort wird James Webb hinschauen können. Oder es wird sehr gut hinschauen können, wo es staubig ist. Es wird durch den Staub, der um junge Sterne herum ist, sehr gut durchschauen können und wird junge Planeten direkt beobachten können. Das sind Stärken von James Webb. Aber was James Webb nicht kann, ist den ganzen Himmel ablichten. Es hat keine Kamera, die dafür gebaut ist. Das wäre gar nicht möglich, aktuell mit einem solchen Teleskop aus dem Weltraum zu machen. Und deswegen wird James Webb andere Fragen beantworten, wird andere Puzzleteile beitragen zu unserem Verständnis der Kosmologie und zu unserem Verständnis auch dessen, wie Planeten und vielleicht am Ende Leben im Universum entstehen kann. Einen ganz besonders interessanten Punkt fand ich ja, dass Ihr Startpunkt nicht der Mangel an Daten ist, sondern genau umgekehrt, also die übergroße Fülle an Daten. Und jemand fragt jetzt, und das gibt, glaube ich, eine ziemlich interessante Verbindung, welche Rolle spielt die vorhandene Rechnerleistung für Ihre Forschung? Ich halte das deswegen so interessant, weil man nun sagen muss, okay, gibt es dann irgendwo an anderer Stelle eine Begrenzung, wenn man schon gelernt hat, mit dieser Überfülle an Daten umzugehen? Es ist tatsächlich ein limitierender Faktor für den Survey, den das Vera Rubin Observatory durchführen wird, schätzt man mit etwa 500 Petabyte von Daten. Kann man sich, also wenn Sie sich das Universum vorstellen könnten, ich kann mir das besser vorstellen als 500 Petabyte. Das ist eine unglaubliche Datenflut, die da anfällt. Und es gibt viele Dinge, die kann man mit solchen Daten gar nicht mehr machen. Man kann die gar nicht mehr sortieren. Das geht einfach nicht mit existierenden Computern und Algorithmen. Das heißt, wir brauchen da wirklich radikal neue Ansätze, überhaupt aus diesen Daten Schlüsse zu ziehen. Und das ist einer der Gründe, warum künstliche Intelligenz so ein großes Thema ist in der Kosmologie. Es wäre gar nicht möglich, mit klassischen Algorithmen diese Daten mehr
zu verarbeiten. Ja, und dann eine Frage, die ich jetzt nicht ganz verstehe, aber da können Sie vielleicht den Zusammenhang von KI und Machine Learning erläutern. Was ist der Vorteil von KI gegenüber anderen Methoden, wie zum Beispiel Machine Learning? Machine Learning ist sozusagen ein Teil von KI. Es gibt ein weiteres Feld von KI. Wenn eine Maschine ein Modell bildet für eine Familie von Objekten, dann weiß ich nicht, ob ich das Machine Learning nennen würde. Aber es ist in jedem Fall KI. Und ich würde diesen weiteren Begriff lieber verwenden in der Kosmologie, eben aufgrund der breit gefächerten Problemstellungsspektren, mit denen wir hier arbeiten. Es gibt eine Frage, die ich auch hätte. Das betrifft Ihren Begriff von dunkler Materie. Vielleicht war es auch ein Hörfehler von Hörerinnen oder Hörer und auch von mir. Und Sie haben auch mal den Begriff dunkle Energie verwandt. Und kann man sagen, ja okay, Materie und Energie müssen sich vielleicht auch aufeinander abbilden. Kann man an Einstein denken. Also Sie haben ja gesagt, also das lässt sich in der Tat nicht definieren, aber was ist sozusagen wissenschaftstheoretisch der Begriff der dunklen Materie? Ist das ein Postulat, das man annehmen muss, um etwas zu erklären? Und wie ist es mit dem Verhältnis Begriff Materie und Energie? Ich würde sagen, beide sind dunkel, weil unser Verständnis von ihnen jeweils so dunkel ist. Aber es sind vollkommen verschiedene Phänomene im Universum. Die dunkle Energie, von der ich Ihnen erzählt habe, ist dieser Mechanismus, der das Universum beschleunigt auseinandertreibt in letzter Zeit. Die dunkle Materie ist eine Form von Materie, so wie Sie und ich, die nur nicht mit Licht wechselwirkt. Sie können sie nicht sehen, weil sie kein Licht reflektiert oder absorbiert. Sie ist einfach nur da und das Licht geht durch wie durch gute Butter. Und wir wissen, dass diese dunkle Materie existieren muss. Wir wissen, dass sie die Mehrheit der Masse im Universum ausmachen muss. Etwa 5:1 Teile der Masse im Universum sind dunkle Materie, verglichen mit der nicht dunklen, der normalen Materie, die wir verstehen. Und wir wissen, dass sie existiert, sonst gäbe es gar keine Objekte im Universum, die hätten sich nicht bilden können, ohne diese Gravitationskraft, die die dunkle Materie ausübt. Aber wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen nur, dass sie nicht in unser Modell der Teilchenphysik passt, dass sie etwas Neues sein muss, mit eben diesen Eigenschaften, die ich Ihnen gerade genannt habe, dass wir aber sonst eigentlich bislang nur erfolglos versucht haben einzuordnen. Wenn ich rausgehe, dann würde ich so, naja, sagen wir mal, den großen Wagen, den würde ich noch ganz gut erkennen. Und wenn ich den erkenne, ist es Strukturerkennung. Ja, gut, und da ist die Achse und so weiter. Wenn ich jetzt aber tatsächlich, wie es in meinen Science-Fiction-Fantasien der Fall ist, die Möglichkeit hätte, dorthin zu fliegen, würde ich diese Struktur nicht mehr erkennen, weil das dann zu weit auseinander ist. Und da gibt es jetzt tatsächlich eine sehr grundlegende Frage. So lautet die Frage, wie ist Strukturbildung definiert und was misst man dafür? Das ist eine sehr, sehr grundlegende Frage. Die stelle ich meinen Studenten auch immer. Ich habe selber darauf keine eindeutige Antwort. Es gibt nicht die eine Zahl und das ist dann die Strukturbildung. Ich habe Ihnen am Ende eine Grafik gezeigt, die können wir vielleicht gerade noch mal zeigen, wenn das technisch möglich ist. Da habe ich hier so nonchalant den Strukturgehalt auf die Y-Achse geschrieben. Aber ich kann den Strukturgehalt auf unendlich viele verschiedene Arten messen. Was ich hier auf der Y-Achse aufgetragen habe, ist, wie stark die Materiedichte variiert von Ort zu Ort im Universum, wenn man sie sich anschaut, in einer Kugel mit einem gewissen Radius. Und ich könnte beliebig viele andere Definitionen, beliebig viele andere statistische Beschreibungen des Strukturgehalts des Universums bilden. Vielleicht müssen wir am Ende die Struktur des Universums anders beschreiben. Vielleicht können wir sie gar nicht in eine einzelne Zahl fassen, sondern vielleicht müssen wir sie in ein ganzes Modell fassen, das zum Beispiel von einer generativen künstlichen Intelligenz repräsentiert werden könnte. Es gibt nicht die eine Metrik, es gibt nicht die eine Zahl, auf die wir gucken müssen, sondern wir müssen letztendlich alle erdenklichen Eigenschaften von Struktur, von Fluktuationen in der Materiedichte im Universum vergleichen zwischen den Beobachtungen, die wir machen können, und den Modellen, die wir haben. Bleiben wir doch mal im Grundsätzlichen. Die nächste Frage lautet,
Woher beziehen Sie Ihre Beobachtungsdaten? Und vielleicht kann man diese Frage sogar noch grundsätzlicher fassen. Was ist eigentlich ein Datum? Ist ein Datum grundsätzlich beobachtungsunabhängig in Ihrer Wissenschaft? Oder gibt es so etwas wie eine Objektkonstitution durch die Beobachtung? Und da gibt es noch einen zweiten Teil der Frage, aber vielleicht bleiben wir erstmal bei diesem grundsätzlichen Aspekt. Ich denke, man kann diese Frage sicherlich auf verschiedene Weisen beantworten, aber für mich ist ein Datum eine Messung. Es ist etwas, das ich wahrnehme als Wissenschaftler, das ich ablese von meinem Messgerät. Vielleicht bin ich verdorben von den Quantenmechanik-Vorlesungen, die ich hier damals an der LMU gehört habe, aber sozusagen, das ist die primitive Vorstellung, die ich von einem Datum habe. Es ist etwas, das ich ablese von meinem Messgerät. Und damit ist natürlich fast alles ein Datum. Ein Messgerät sind meine Augen, ein Messgerät sind meine Ohren. Ich hab all diese Wahrnehmungen, die ich mache. Und es ist wahrscheinlich auch tatsächlich so, dass all diese Wahrnehmungen mir etwas über die Naturgesetze sagen könnten. Vielleicht könnten wir aus diesem Gespräch, das wir hier führen, und Ihrer Brille und meiner strubbeligen Frisur mehr über Kosmologie lernen, als aus all den Bildern vom Nachthimmel, die wir machen. Vielleicht ist die Information darin schon enthalten. Wir können sie nur nicht entschlüsseln, weil wir so unglaublich komplizierte Ergebnisse dieser Naturgesetze sind. Wir kommen nicht mehr zurück auf die einfachen Regeln. Und letztendlich sind die relevanten Daten deswegen Daten von verhältnismäßig einfachen Objekten im Universum. Galaxien, so kompliziert sie sind, folgen relativ wenigen, relativ einfachen physikalischen Gesetzen. Und deswegen haben wir, wenn wir sie beobachten, eine Chance, diese einfachen Gesetze auch zu erkennen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig rausgehört habe. Es gab mal einen Münchner Studenten, der hat es geschafft, das ist heute nicht mehr möglich, sich illegal Zutritt verschaffen aufs Dach und hat sich dann da in die Sonne gelegt auf dem Dach und ein bisschen philosophiert. Der Name dieses Studenten war Werner Heisenberg. So was. Und Sie haben sich jetzt, glaube ich, etwas distanziert von der Art, wie Werner Heisenberg popularisiert wird. Also Stichwort Unschärferelation. Vielleicht habe ich das ein bisschen, ja. Ich bin ein sehr pragmatischer, experimenteller Physiker vielleicht. Ja. Was ich messe, das gilt. Der zweite Teil dieser Frage nach den Beobachtungsdaten. Sind diese Beobachtungsdaten in der wissenschaftlichen Community frei verfügbar, so wird gefragt, und werden sie untereinander ausgetauscht oder gibt es hierbei auch nationale Interessen der dahinterstehenden Weltraumagenturen? Sehr politische Frage, ja. was ich antworte. Ich würde sagen, es ist eine Entwicklung hin zu ganz offener, ganz globaler Wissenschaft. Wenn wir zurückschauen, sozusagen die Astronomie vor 100 Jahren, das war der einzelne pfeifenrauchende männliche amerikanische oder europäische Astronom an seinem eigenen Teleskop, der Beobachtungen vorgenommen hat. Damals hat das auch ganz gut funktioniert. Aber die Fragestellungen sind heute so, dass wir uns diese Experimente eigentlich fast nur als Menschheit als Ganzes mehr leisten können. Wir können uns kaum leisten, einen institutionellen oder sogar einen nationalen Einzelweg zu gehen, sondern die nächsten großen Experimente in der Kosmologie, ich habe Ihnen den europäischen Satelliten Euclid und das amerikanisch geführte Projekt des Vera Rubin Observatory erklärt, letztendlich nimmt an denen die halbe oder vielleicht sogar die ganze Welt teil. Und die reden auch miteinander. Und das sollten die auch, weil wir diese Fragen, die so sehr aufs Ganze gehen, die so viele Daten und auch so teure Instrumente benötigen, eigentlich nur beantworten können, sinnvoll, wenn wir diese alle zusammenlegen. Bedingt natürlich eine ganz andere Art, Wissenschaft zu betreiben. Ja, wie organisieren Sie sowas? Wie funktioniert sowas überhaupt? Die Interessen sind ja nicht auf die Weise hierarchisch geordnet, sondern wir sind alle immer noch unabhängige Wissenschaftler mit unseren eigenen Interessen und unseren eigenen Methoden. Also das ist eine ganz interessante Transformation, die da auch, ich würde sagen, in der Art, wie Wissenschaft gemacht wird, funktioniert. Die hat es vielleicht schon gegeben in der Teilchenphysik. Sie kennen vielleicht den Teilchenbeschleuniger CERN. Da macht einfach die ganze Welt mit. Es gibt keinen vergleichbaren Teilchenbeschleuniger, der CERN Konkurrenz macht, sondern so ein unglaublich komplexes Gerät haben wir uns als Menschheit nur einmal geleistet. Und das ist auch richtig, so sollten wir das tun.
gibt jetzt 2 Fragen, die sind so nett formuliert, deswegen lese ich die jetzt wirklich zur Gänze vor. Sehr geehrter Professor Grün, Sie sagten in dem 3. Beispiel, dass die Signifikanz des Ergebnisses noch nicht zu groß ist. Was wird benötigt, damit die Ergebnisse der KI in der Kosmologie generell an Signifikanz gewinnen? Herzlichen Dank für die tolle Vorlesung. Ja, wenn ich die Antwort auf die Frage wüsste, nicht wahr? Das ist tatsächlich ein weites Feld. Aber es gibt, würde ich sagen, 2 Arten von Unsicherheit. Die eine Art von Unsicherheit haben zu tun mit diesen 2 Arten von Genauigkeit, die ich Ihnen erklärt habe. Die 2 Arten von Unsicherheit haben zu tun mit statistischer Ungenauigkeit. Wir haben noch nicht genügend viele Daten, um uns ganz sicher zu sein. Ja? Vielleicht ist das der Fall hier. Vielleicht, wenn wir nochmal die Grafik einblenden, vielleicht ist es einfach so, dass, also wenn wir jetzt nochmal 4-mal so viele Daten sammeln, dann werden die Fehlerbalken von diesen Punkten nochmal 2-mal so klein. Und vielleicht ist es dann für uns überzeugend genug zu sagen, nee, hier ist was falsch. Die passen nicht zusammen. Der graue Balken und die roten Punkte, die sind wirklich auseinander. Aber es gibt noch eine andere Unsicherheit und das ist die systematische Unsicherheit. Ja? Vielleicht haben wir was falsch gemacht mit dem grauen Balken oder vielleicht haben wir was falsch gemacht mit dem roten Datenpunkt. Und da müssen wir uns immer wieder hinterfragen in der Wissenschaft, ob wir nicht irgendwas übersehen haben, was uns fehlgeleitet hat. Und ich würde sagen, das Problem mit der künstlichen Intelligenz ist oft, dass diese zweite Frage sehr schwer zu beantworten ist. Frau Kotyniuk hat Ihnen, glaube ich, was erzählt zur erklärbaren künstlichen Intelligenz. Das könnte ein Schlüssel sein, dass wir nicht nur einfach eine Antwort ausspucken und dann sagen, ja gut, dann ist es wohl so, sondern dass wir verstehen müssen, woraus zieht die Maschine da ihren Schluss. Und können wir uns diesen Aspekt unabhängig von der Maschine mal angucken und verstehen, was eigentlich los ist mit dem Universum. Ich glaube, so etwas müssten wir machen. Ich würde nicht einfach nur die Antwort meiner Maschine in eine Publikation schreiben und sagen, so ist es wohl, sondern ich würde vorschlagen, dass wir zu verstehen suchen, woraus diese Erkenntnis von einer künstlichen Intelligenz gezogen wird. Und die nächste Frage lautet: Guten Abend, vielen Dank für diesen hochinteressanten Vortrag. Welche Rolle wird die KI bei der konkreten Forschung im Weltraum, also beispielsweise in der ISS oder bei Raumflügen, spielen? Da gibt es sicherlich auch unheimlich viele Anwendungsfälle. Die sind wahrscheinlich anders als hier. Warum? Weil die statistischen Probleme der Raumfahrt anders geartet sind. Die Probleme der Raumfahrt haben zum Beispiel damit zu tun, dass es eine Weile dauert, Signale zu übertragen. Ja, wenn Sie eine Raumsonde auf dem Mars landen wollen, Sie verlassen sich dabei auf die Kamera auf dem Mars und dann steuern Sie die zu Hause in Pasadena bei der NASA mit dem Joystick, dann wird die Ihnen wahrscheinlich abstürzen, weil es einfach einige Minuten dauert, bis das Bildsignal vom Mars ankommt und Ihr Steuersignal zurück. Das heißt, eigentlich brauchen Sie eine selbstfahrende Marssonde. Ja. Das ist aber von der Statistik ein ganz anderes Problem, als zum Beispiel diese Schlüsse aus ganz vielen schlechten, eigentlich intrinsisch nicht besonders informativen Daten zu ziehen. Das ist das Problem, das wir in der Kosmologie hauptsächlich haben. Also ich würde sagen, womöglich ist es sogar so, dass in der Raumfahrt die Probleme ähnlicher sind, die die künstliche Intelligenz löst, zu den Problemen, die technisch hier in kommerziellen Anwendungen auch von künstlicher Intelligenz gelöst werden, als in der Kosmologie, wo wir diese etwas speziellen statistischen Anforderungen haben. Ändern wir nochmal die Perspektive. Jemand fragt, stellen die menschlichen Aktivitäten im Weltraum nicht ein Problem für Ihre Beobachtungen dar? Sind Satelliten beispielsweise ein Problem für die Beobachtungen von der Erde aus? Absolut. Es gibt zurzeit eine Entwicklung, dass nicht nur die Menge und Qualität der astronomischen Daten exponentiell ansteigt, sondern die Anzahl der Satelliten exponentiell ansteigt. Es gibt diese sogenannten Superkonstellationen, die von verschiedenen Firmen derzeit in einen Erdorbit, einen sehr niedrigen Erdorbit gebracht werden. Sehr große Anzahlen von Satelliten, die am Abendhimmel und am Morgenhimmel sehr, sehr hell zu sehen sind. Und die stören schon jetzt astronomische Beobachtungen ganz erheblich. Jedenfalls solche, die wir von der Erde aus machen können, weil die fliegen uns durchs Bild. Ja? Und sind dabei oft das Hellste, was in dem Bild zu sehen ist. Und es ist zu befürchten,
wenn wir nicht politisch einen anderen Willen, der auch gegen ein kommerzielles Interesse durchzusetzen wäre, wenn wir den nicht uns bilden als demokratische Gesellschaft, ist zu befürchten, dass eben der Nachthimmel, von dem Sie so leicht verträumt erzählt haben, so in wenigen Jahren nicht mehr aussieht, sondern dass er schwirrt vor Satelliten. Mhm. Ja, also auch eine politische Dimension in dieser Frage. Wie würde ein Hybrid aus KI und Quantencomputern die Forschung revolutionieren? Will einer unserer Hörerinnen oder Hörer wissen. Oh, da müssten Sie wahrscheinlich einen Experten in Quantencomputern fragen. Die Arten von KI, mit denen ich mich beschäftige, sind, ich würde sagen, ganz langweilig von der Art und Weise, wie sie Computer nutzen. Die funktionieren wunderbar auf unseren herkömmlichen Computern. Quantencomputer zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie Probleme lösen können, mathematische Probleme lösen können, die unglaublich schwierig sind zu lösen mit einem regulären Computer, sozusagen wie durch einen magischen Fingerschnipp. Deswegen sind alle so erpicht darauf, Quantencomputer zum Erfolg zu bringen. Die würden viele Probleme, die im Moment sehr, sehr schwer zu lösen sind, lösen. Ich halte es für möglich, dass da auch Probleme dabei sind, die wir haben mit den großen Datenmengen, die wir in der Astrophysik aufnehmen. Aber ich habe keine wirklich qualifizierte Antwort für Sie dafür. Interessante Forschungsfrage. Ich greife jetzt noch eine Frage auf, die haben wir schon so ähnlich mal gestellt, aber weil sie jetzt auf unserer Liste ist, nehmen wir sie noch mal. Es geht wieder um dunkle Materie und dunkle Energie. Mich würde interessieren, wie sicher man mittlerweile davon ausgehen kann, dass es dunkle Materie und dunkle Energie tatsächlich so gibt, wie man sie sich vorstellt. Und damit verbunden die zweite Frage, ob Sie, Herr Professor Grün und Ihr Team bezüglich Ihrer Forschung nur daran festhalten oder ob auch an weiteren Vermutungen zur Erklärung der eindeutigen Beobachtungen, die Sie anfangs vorgestellt haben, mit Hilfe der KI geforscht wird. Also ich würde sagen, sozusagen Wissenschaftstheorie, nicht wahr? Man kann eine Theorie nie bestätigen, nur widerlegen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob dunkle Energie und dunkle Materie wirklich eine Theorie ist. Dazu ist es gar nicht spezifiziert genug, was das ist. Aber es ist zumindest eine Hypothese. Die Hypothese ist, unser Universum ist eben gefüllt mit dieser konstanten Energiedichte, dunkler Energie. Und es gibt eine Art von Materie, die ist 5:1 häufiger als reguläre Materie. Die macht nichts außer Gravitation. Das ist die Hypothese. Und diese Hypothese ist aus den Daten, die wir haben, naja, nicht wirklich widerlegt. Es gibt so ein paar Punkte, wo man sagt, sozusagen, das passt nicht ganz. Einen habe ich Ihnen gezeigt auf meiner letzten Folie. Der andere betrifft die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums. Also wir versuchen, diese Hypothesen zu widerlegen. Wer sie auch wirklich widerlegt, kriegt bestimmt einen Nobelpreis. Aber im Moment sind das noch ganz gute Hypothesen, leider. Ich denke, es gibt zwei Arten, damit umzugehen. Eine Art, damit umzugehen, ist tatsächlich, diese Hypothesen noch besser zu testen. Mehr Daten, mehr verschiedene Arten, Vorhersagen aus den Hypothesen zu generieren und zu testen. Das ist eine Art und Weise, die ich mit meiner Forschungsgruppe in hohem Maße verfolge. Es gibt eine andere Methode. Die andere Methode ist, alternative Hypothesen zu entwickeln und die mit Daten versuchen zu testen. Ja? Und das ist tatsächlich auch eine Art und Weise, mit der wir Kosmologen vorgehen. Wir bilden alternative Theorien für die Gravitation, die zum Beispiel nicht der Einsteinschen Gravitation entsprechen, und vergleichen die dann mit Daten. Manche dieser Hypothesen können wir ausschließen. Unsere Daten stimmen nicht mit manchen dieser alternativen Theorien überein. Und andere dieser alternativen Theorien sind konsistent mit unseren Daten. Und wir müssen sie letztendlich in Betracht ziehen als Erklärung für das Universum. Und die künstliche Intelligenz an sich ist, würde ich sagen, agnostisch. Wir sollten sie meines Erachtens auch in einer Art und Weise einsetzen, wie sie nicht auf ein bestimmtes Modell fixiert ist. Auch das hat wieder zu tun mit, können wir verstehen, woher die Informationen kommen. Ja, ich glaube, wir müssten am Ende, um diese Tests zu machen, die unabhängig von unserer Modellannahme sind, müssen wir auch die Maschine aufmachen und nachschauen, woraus sie ihre Schlüsse zieht. Und dann sind wir vollkommen offen für andere Modelle, wenn sie unsere Beobachtungen
genauso gut oder besser erklären wie dieses erfolgreiche, aber etwas unbefriedigende Modell der dunklen Energie und dunklen Materie. Ich hatte das in der Tat übersehen, da gibt es noch eine Frage dazu, aber die haben Sie jetzt, glaube ich, schon mit beantwortet. Die Frage lautet, wissen wir bereits, warum die Expansion sich nach einer Entschleunigung wieder beschleunigt hat? Ist da auf einmal schwarze Energie dazugekommen? Es ist tatsächlich so, dass die Entwicklung des Universums konsistent damit ist, dass diese dunkle Energie die ganze Zeit da war. Nur, früher als das Universum kleiner war, war die Materie auf weniger Raum verteilt und war deswegen dichter. Materie, Sie und ich, wenn wir uns auf einen kleineren Raum verteilen, dann wird's hier dichter. Und deswegen war es im früheren Universum so, dass die Materie einfach die dominierende Kraft war. Die Gravitation, die Galaxien und dunkle Materie aufeinander ausgeübt haben, das war die entscheidende Kraft, die die Entwicklung des Universums beeinflusst hat. Und erst als die Expansion, obwohl sie langsamer wurde, weit genug fortgeschritten war, dass die Materie, dass die Galaxien nun weit genug verdünnt waren, erst dann hat diese dunkle Energie angefangen, eine Rolle zu spielen. Sie war immer da, immer mit derselben Dichte, aber dann hat sie angefangen, das Ruder in die Hand zu nehmen und die Expansion zu beschleunigen. Das ist jedenfalls das Modell, mit dem wir unsere Daten relativ erfolgreich interpretieren, immer mit dem Sternchen. Es gibt 1, 2 Punkte, da passt es vielleicht nicht ganz. Da sollten wir genauer hingucken. Es gibt eine Frage, die mir sehr voraussetzungsreich erscheint. Sie lautet, ist der Gravitationslinseneffekt durch Simulationen von Universen, durch die Veränderung der initialen Parameter der Quantenfluktuationen, wie etwa beim GM Galaxies, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, GM Galaxies Projekt zu umgehen? Ich kenne das GM Galaxies Projekt nicht, muss ich sagen. Es gibt, was vielleicht relevant ist, es gibt Modifikationen der Einsteinschen Theorie der Gravitation. Da funktioniert der Gravitationslinseneffekt anders. Zum Beispiel mit einer verschiedenen Stärke. Oder es gibt Modifikationen, da funktioniert die Anziehung der Gravitation nicht gleich stark durch überdichte und unterdichte Bereiche, sondern da gibt's solche Kräfte, die erst eine Rolle spielen unter einer gewissen Schwelle. Ja, solche Theorien gibt es. Und man kann aus diesen Theorien Vorhersagen für den Gravitationslinseneffekt gewinnen. Man kann die mit Daten vergleichen. Und unsere Daten lassen uns einige dieser Modelle ausschließen. Wir können sagen, das stimmt auf keinen Fall. Und einige dieser Modelle, da sind die Modifikationen vielleicht klein genug, dass unsere Daten die nicht unterscheiden können von Einsteins Theorie der Gravitation. Also ich würde sagen, die Antwort ist ja. Alternative Modelle für Gravitation beeinflussen, wie stark der Gravitationslinseneffekt ist, was wir dort messen würden. Womöglich könnte man auch eine Theorie aufstellen, in der er gar nicht stattfindet, aber die wäre dann ja schon ausgeschlossen, weil wir sehen ganz deutlich, dass er stattfindet. Es gibt noch eine Frage mit einer erkenntnistheoretischen Richtung. Erzeugt die KI nicht eine Art eigenes Universum an Unmengen an Daten, die wir nicht einsehen können bzw. verstehen können? Werden wir also im Nachhinein erst verstehen können, wie die KI das Universum auslesen wird? Ich möchte versuchen, das ein bisschen zu entzaubern. Meines Erachtens ist eine künstliche Intelligenz, das ist ja letztendlich eine Anzahl von Zahlen, die irgendwie miteinander in Verbindung stehen, ist jetzt nicht kategorisch anders wie eine Theorie, die ich aufschreiben kann mit Gleichungen oder eine statistische Methode, die ich anwenden kann auf Daten. Ich glaube, es gibt da eine gewisse Analogie. Ja? Und insofern, wenn dieser Einwand zuträfe, dass wir hier so eine Verschachtelung von Universen bilden, dann müsste dieser Einwand auch zutreffen auf andere Theorien in der Wissenschaft. Ja? Auch die Newtonsche Theorie der Gravitation, ja, auch die schafft ja eine Art Universum, das gewisse Strukturen hat, die ja auch intendiert sind, den Strukturen unseres eigentlichen Universums zu gleichen. Ich sehe mich da aber noch nicht in einen rekursiven Schlund der bodenlosen Theorie fallen. Ich würde ganz gerne noch 2 Fragen aufgreifen,
die auch so etwas wie einen abschließenden Charakter haben, wenn auch aus ganz unterschiedlicher Richtung. Die erste von diesen beiden Fragen lautet: Welche Antworten auf physikalische Fragen können möglicherweise durch KI gegeben werden? Ich denke, die KI, an der wir arbeiten, kann uns helfen, genauer bedeutet kleinere statistische Fehler, aber bedeutet auch sicherer, nicht falsch, genauere Antworten zu geben, genauere Tests zu machen von eigentlich allen physikalischen Theorien, die wir über das Universum aufstellen können. Ich erhoffe mir persönlich vor allem genauere Tests dieses Modells einer dunklen Energie, die das Universum beschleunigt. Und im Prinzip sind die Datensätze, die wir darüber sammeln, genau dafür gemacht. Wenn wir jetzt noch die Methoden entwickeln, die uns erlauben, sie richtig auszuwerten, dann haben wir eine Chance, dass wir irgendwas finden, das wirklich nicht passt mit diesem Bild der dunklen Energie, das wir im Moment haben. Und jetzt die letzte Frage, und diese letzte Frage beginnt mit einem wunderbaren Feedback. Ich fand, schreibt ein Informatikstudent, ich fand diese Vorlesung und insbesondere Professor Grün extrem inspirierend, in Großbuchstaben, vielen Dank, Ausrufezeichen. Welchen Weg kann man als Informatikstudent einschlagen, um in die astronomische Richtung zu gehen? Der Weg führt nach Bogenhausen an die Universitätssternwarte, Galileiplatz, Tramhaltestelle Sternwartstraße. Sie können gerne mal vorbeikommen. Lassen Sie uns einfach reden. Was sind Ihre Interessen? Was sind Ihre speziellen Fachkenntnisse? Und gibt es für die womöglich eine Anwendung? Daten haben wir genug, Probleme auch. Wir brauchen Leute, und da vielleicht muss diese Investition in die astronomischen Daten auch mit einer Investition in die Astronomen einhergehen. Wir brauchen Leute, die gute Ideen haben, diese Daten auszuwerten. Und dann haben wir eine Chance. Das war eine Einladung. Wunderbar. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diesen tollen Vortrag, jetzt auch für diese tolle Diskussion, wo nochmal so viele Aspekte zur Sprache gekommen sind. Also fulminant. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir Sie gewonnen haben. Und wir werden Sie in circa einer Woche, liebe Zuschauer, dann auch auf YouTube nochmal anschauen können. Da werden wir dann den Vortrag in der Tat archivieren. Sehr schön, wunderbar. Und ich möchte Ihnen, liebe Zuschauer, ganz herzlich danken dafür, dass Sie dabei waren. Ich möchte Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit, auch, dass Sie mit Professor Grün diskutiert haben und schließlich auch dafür, dass Sie an den 2 interaktiven Fragen so rege teilgenommen haben. Also Ihnen allen einen ganz herzlichen Dank. Und ich schließe mit der Ankündigung der nächsten Veranstaltung, also heute in 2 Wochen zur bekannten Zeit, ab 18 Uhr am Dienstag, 25. Januar, wird Professor Dr. Helmut Küchenhoff, Professor für Statistik am Institut für Statistik und Leiter des Statistischen Beratungslabors an der LMU, referieren über das Thema datengestützte politische Entscheidungen. Wir haben diese Vorlesungen vor Monaten vorbereitet. Wir haben die Themen vor Monaten festgelegt. Aber manchmal hat man doch diesen verblüffenden Effekt, dass bestimmte Themen eine ganz besonders aktuelle Brisanz gewinnen. Datengestützte politische Entscheidungen heute in 14 Tagen. Und ich habe es am Anfang gesagt, wir sind sehr dankbar, ja, wir sind auch angewiesen auf Ihr Feedback. Bitte geben Sie uns Ihr Feedback, evaluieren Sie unsere Veranstaltung, nehmen Sie teil an unserer natürlich anonymen Online-Umfrage. Sie werden gleich in der folgenden Folie im Abspann einen QR-Code sehen, den Sie mit Ihrem Handy, Smartphone einscannen können, oder aber im Chat, im Zoom-Chat veröffentlichen wir den entsprechenden Link, über den Sie zu unserem Feedbackbogen kommen. Vielen herzlichen Dank und ich wiederhole, was ich am Anfang gesagt habe, was aber auch einige von Ihnen gesagt haben. Bis in 14 Tagen bleiben Sie gesund.